Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Quartalszahlen von Palantir, SAP und AMD im Detail an, aufbereitet, und wir besprechen mal, wie die Aktien reagiert haben, welche Kursziele ich sehe, weil es ja doch heftige Bewegungen in den Aktien teilweise in den letzten Tagen gab und auch aktuell eigentlich immer noch gibt. Aber zuerst, bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, springen wir doch schon mal rein und gehen in die erste Aktie, und das ist Palantir. Palantir hatte ich vor geraumer Zeit selbst auch über einen längeren Zeitraum im Portfolio gehabt, bin aber dann rausgegangen, weil mir die Bewertung einfach irgendwann mal zu abstrus geworden ist. Und ja, ich bin vielleicht noch ein bisschen zu früh rausgegangen, aber wer hätte, ja, wie der Markt halt manchmal so ist, der Markt kann auch gerne mal übertreiben. Und das haben wir bei Palantir durchaus gesehen. Sicherlich war das Wachstum ziemlich gut in den letzten Quartalen. Das werden wir auch gleich noch bei den aktuellen Quartalszahlen sehen. Wir sehen es auch hier schon ein bisschen in den Zahlen. Aber die Aktie war halt eben obstrus hoch bewertet. Ja, wir haben hier ein Kursumsatzverhältnis in der Spitze von über 100 gehabt, und das ist definitiv zu viel. Und da kann eine Aktie auch sonst so stark wachsen, wie sie möchte. Am Ende wird so eine hohe Bewertung der Aktie zum Verhängnis, wenn eben der Gesamtmarkt dreht. Und das sehen wir aktuell so ein bisschen. Wir sehen, das Market Sentiment, die Marktstimmung, sie ist so ein bisschen am Kippen. Ich denke, das ist einfach eine kurzfristige Korrektur, weil die Aktien auch schon wirklich gut gelaufen sind. Das ist nicht nur Palantir, sondern allgemein der Bereich Technologie, KI etc. Da sind viele Aktien gut gelaufen, und da wird einfach ein bisschen Luft gerade rausgelassen. Und deswegen sehen wir hier so ein bisschen Verkaufsdruck. Jetzt gucken wir uns mal die Quartalszahlen an. Die waren bei den Palantir eigentlich ziemlich gut, denn ihr seht schon hier in den Zahlen, ja, auch wenn es hier jetzt in den Zahlen sehr, sehr beeindruckend ist, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist eben die hohe Bewertung der Aktie zum Verhängnis geworden jetzt in den letzten Tagen. Und obwohl die Quartalszahlen wirklich Rekorde im Grunde aufgestellt haben, hier Umsatzwachstum plus 70%, auch bei dem Earnings per Share wirklich sehr, sehr gut abgeliefert, und bei der operativen Marge auch. Die Guidance, was auch natürlich besonders wichtig ist bei Quartalszahlen bei Firmen, wurde auch massiv angehoben. Und das alleine würde eine Aktie normalerweise natürlich zu einem Kursanstieg verhelfen, aber das hat die Aktie auch getan im ersten Moment, aber langfristig beziehungsweise in den darauffolgenden Tagen ist die Aktie dann doch schlussendlich unter der hohen Bewertung dann ein wenig kollabiert. Grundsätzlich aber, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das top. Die Frage ist nur, wo steigt man denn ansonsten jetzt ein? Ich packe mal die Dashboard-Aufbereitung hier mal auf die Webseite, und dann könnt ihr das mal im Detail mal anschauen. Wie gesagt, Palantir ist ein sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen und hat durchaus auch noch Potenzial, vor allem bei einem internationalen Geschäft. Ja, das ist tatsächlich im Vergleich zum heimischen Geschäft nur moderat gewachsen, und hier ist, glaube ich, auch mit das größte Potenzial noch, da hier ja vor allem auch Europäer, Alex Karp sagt es ja auch schon, so ein bisschen zurückhaltend sind. Aber wenn man sich die Zahlen mal im Detail anschaut, wirklich sehr, sehr gut, spitze. Aber die Aktie ist eben, wie gesagt, viel zu teuer, und jetzt korrigiert sie. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo sind denn die Bewertungen der Aktie ungefähr gewesen. Ja, wir haben jetzt hier diese extrem hohe Bewertung gehabt. Das kann man jetzt am KGV recht schwer bewerten, wie weit die Aktie noch fallen kann. Da sollte man eher das Kurs-Umsatz-Verhältnis nehmen, weil die Aktie erst seit ja, nicht so langer Zeit erst profitabel ist. Und ihr seht es hier, obwohl die Aktie schon ziemlich ja, vom Hoch gefallen ist, haben wir immer noch ein Kursumsatzverhältnis aktuell von 75, und ich sag mal, ich habe mir schon einen Korridor markiert, wenn man ein Kursumsatzverhältnis von 50 kommt, dann wäre das schon mal für die Verhältnisse hier bei Palantir schon ziemlich gut eigentlich. Und ja, das wäre so der Bereich um 100 Dollar habe ich mal also im Auge, wo ich dann eventuell überlege, die Aktie entsprechend aufzustocken. Aber wir sind hier in einem Abwärtstrend. Und hier in dem Bereich würde ich dann Ausschau halten, entsprechend nach einer Trendumkehr. So, gehen wir mal zur nächsten Aktie, und das ist die Aktie von AMD. Auch hier gab es Quartalszahlen, die eigentlich ziemlich gut waren. Die Aktie aber auch natürlich jetzt mit dem schlechten Markt allgemein nach unten gerissen. Und wenn wir uns hier mal die Bewertung anschauen, dann sehen wir, die Aktie, wenn wir uns mal die Historie der letzten Jahre anschauen, sind wir eigentlich mehr oder weniger im Durchschnitt. Das heißt, man kann sagen, die Aktie ist recht fair bewertet. Und auch vom Kurs-Gewinn-Verhältnis steht AMD eigentlich gar nicht mal so schlecht da in der Historie betrachtet. Ja, wenn wir uns hier mal so das letzte Jahr auch anschauen und auch mal den Zeitraum davor, dann sehen wir,
AMD hat auch durchaus so normalerweise so einen KGV von 40 gehabt. Aktuell haben wir einen KGV von 72. Das scheint es relativ hoch zu sein. Man muss aber hier sagen, dass das Wachstum wieder reingekommen ist. Und AMD profitiert natürlich auch stark vom Chip-Hype aktuell. Und dementsprechend würde ich hier natürlich aufpassen aktuell, aber sollte die Aktie noch weiter korrigieren und in Richtung $150 fallen, kann man sie sich sicherlich mal auf die Watchlist packen. Jetzt gucken wir uns mal die Quartalszahlen an. Denn auch hier waren sie eigentlich nicht so schlecht. Ja? Wir hatten auch hier ein Rekordquartal. Ja, die Zahlen sind, oder beziehungsweise die Umsätze und auch die Gewinne sind entsprechend deutlich gewachsen. Und das liegt vor allem eben an der starken Nachfrage. Wir haben aber auch natürlich Abhängigkeiten, gerade von China. Das muss man eben auch im Blick behalten. Und auch generell, wie gesagt, die Quartalszahlen sind sehr, sehr überzeugend im Grunde. Es ist eben nicht nur Datencenter, sondern eben auch der Client- und der Gaming-Bereich profitiert sehr, sehr stark. Also auch von beiden Seiten wird die Aktie hier unterstützt. Wie gesagt, ich packe euch die Zahlen gerne mal hier dann, wie gesagt, im Link in der Videobeschreibung. Und wir schauen uns mal die nächste Aktie an. Und die nächste Aktie ist auch eine Aktie, die ich jetzt in dem Dip gekauft habe. Und das ist tatsächlich SAP. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie hier SAP doch schon seit geraumer Zeit abverkauft wurde, und das war einfach der Grund, weil die Börse viele Softwarewerte aufgrund der Angst, dass KI ihr Geschäftsmodell disruptiert, einfach, dass hier viel abverkauft wurde. Und meiner Ansicht nach ist das schon eine Übertreibung, kann man schon sagen. Ja, von den Höchstständen sind wir hier schon bei einem Kursumsatzverhältnis von über 9 jetzt bei knapp 5,5 gelandet, also schon deutlich zurückgelaufen. Wir sind fast wieder in dem Bereich, wo SAP auch schon die letzten Jahre und Jahrzehnte sich aufgehalten hat, und gerade auch was den Gewinn, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, ist SAP schon deutlich zurückgelaufen. Da sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger in einem fairen Bewertungsbereich angelangt mit einem KGV von 27, und das hat mich dann am Ende überwogen oder dazu entscheiden lassen, dass ich die Aktie mir jetzt ins Portfolio gekauft habe. Und wenn man sich mal so die Quartalszahlen anschaut, dann gibt es sicherlich das ein oder andere kleine Manko. Ja, wir haben jetzt hier nicht nur die allgemeine Marktreaktion, die natürlich auch sehr signifikant war. Wir haben den größten Kurseinbruch seit 2020 gesehen. Die Quartalszahlen haben auch teilweise ein bisschen enttäuscht. Ja, der Cloud Backlog hat hier entsprechend die Aktionäre ein bisschen pessimistisch gestimmt. Und die Guidance wurde entsprechend hier dann auch in Mitleidenschaft geraten. Wenn man sich die Zahlen hier alleine so anschaut, dann sehen die eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Aber wie gesagt, die Börse guckt ja auch in die Zukunft. Und es kann auch sein, dass aber die aktuelle Marktstimmung, ja, dass hier dann das Haar einer Suppe dann doch entsprechend hier die Börse dann über die Ergebnisse überschattet hat. Was ich aber sehr, sehr gut fand, oder immer noch finde, ist, klar, der Backlog bei dem Cloud-Wachstum, der lässt zu wünschen übrig, aber das sind temporäre Aspekte, und das hat auch das Management gesagt, dass man eben 2027 dann ein beschleunigtes Umsatzwachstum, ich glaube, man hat in der Wortwahl überproportionales Umsatzwachstum genannt, und das fand ich dann schon sehr interessant. Also wenn man hier ein bisschen Geduld mitbringt, dann ist es definitiv nur eine Frage der Zeit, oder bis 2027 spätestens, bis SAP hier dann die alten Höchststände erreichen. Das ist dann doch schon ziemlich ordentlich. Wie gesagt, schaut es euch gerne mal in Ruhe an. Und hier sind wir auch charttechnisch an einer sehr, sehr interessanten Marke mit dem 200-Wochen-gleitenden Durchschnitt. Und aufgrund der Bewertung und den Aussichten, ja, dass das Geschäft grundsätzlich gut läuft und man die Basis eigentlich ist für KI, also dass man nicht disruptiert wird, dass man quasi den Grundpfeiler oder das System bietet, worauf dann KI arbeitet. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell immer noch. Und ich habe jetzt diesen Dip benutzt, um entsprechend SAP ins Portfolio zu kaufen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Aktien haltet. Welche habt ihr gekauft, beziehungsweise seid ihr mal überlegen, welche ihr kaufen wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Ein Dankeschön an die Kanalmitglieder und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und ciao.